Guten Morgen. Für wie viele Personen? Für eine Person bitte. Hier entlang. Hier ist die Karte. Danke. Haben Sie Frühstück? Ja. Kaffee, Tee oder heiße Schokolade? Was für Kaffee haben Sie? Schwarzen Kaffee, Milchkaffee oder Cappuccino? Einen Milchkaffee bitte. Mit normaler Milch? Haben Sie Pflanzenmilch? Ja. Soja oder Hafer? Hafermilch bitte. Und etwas zu essen? Was haben Sie zum Frühstück? Toast, Croissants und Brötchen. Haben Sie Toast mit Tomaten? Ja. Mit Olivenöl oder Schinken? Mit Schinken. Was kostet das? 3 Euro. Perfekt. Ich nehme einen. Alles ist frisch und hausgemacht. Haben Sie etwas Glutenfreies? Ja, wir können das Brot wechseln. Sehr gut. Und ein Glas stilles Wasser bitte. Natürlich, sofort. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich. Jetzt oder später? Später bitte. Wo ist die Toilette? Hinten rechts. Danke. Bitte. Guten Appetit. Danke. Es war sehr gut. Ich bringe Ihnen die Rechnung. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ja, natürlich. Was suchen Sie? Ich suche den Bahnhof. Gehe ich in die richtige Richtung? Fast. Sie müssen an der nächsten Ampel links gehen. Okay, links an der Ampel. Danach gehen Sie einfach geradeaus. Wie lange muss ich gehen? Etwa 5 bis 10 Minuten. Ist der Bahnhof rechts oder links? Der Bahnhof ist auf der rechten Seite. Ist es schwer zu finden? Nein, es ist sehr einfach. Es ist ein großes Gebäude. Gut, das ist einfach. Ja, und es gibt auch Schilder auf der Straße. Oh, das ist gut. Ja, folgen Sie einfach den Schildern. Ich habe einen Zug in 30 Minuten. Kein Problem. Sie haben genug Zeit. Wirklich? Das ist gut. Ja, der Weg ist nicht weit. Ich bin vorher falsch gegangen. Das ist normal in einer neuen Stadt. Ja, das stimmt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Reise. Today we're going to learn some very important German grammar. Step by step, nice and easy. So, let's start with the first one. First, haben Sie, questions with haben. So, when you want to ask if something is available, you use haben. For example, haben Sie Frühstück? That means, do you have breakfast? Now, notice one important thing. In these yes or no questions, the verb comes first. Let's look at a few more examples. Haben Sie Kaffee? Do you have coffee? Haben Sie Pflanzenmilch? Do you have plant milk? Haben Sie Wasser? And haben Sie etwas Glutenfreies? Very useful, especially in cafes or restaurants. Now, let's move to the second point. Accusative, when ordering food and drinks. So, in German, when you order something, you use the accusative form. For example, einen Milchkaffee bitte. Now, here's something interesting. Very often, you don't say the full sentence, like ich nehme. You just say the item, short and simple.
But if you want to use the full sentence, you can say, ich nehme einen Kaffee. Ich nehme eine Suppe. Ich nehme ein Wasser. Now pay attention to the articles. Der becomes einen. Die becomes eine. Das becomes ein. And again, short version, einen Tee bitte. Next, W questions, like was, wo, wie viel. These are very important, especially for beginners. For example, was kostet das? How much does that cost? Now remember, in these questions, the verb is always in the second position. More examples. Wo ist die Toilette? Was haben Sie? Wie viel kostet das Frühstück? Wo ist das Café? Alright, next, prepositions. Mit and für. These are small words, but very important. Mit means with. Für means for. For example, mit Schinken. Mit Milch. Für eine Person. Für zwei Personen. Mit Zucker. Now, let's talk about a modal verb. Können. This one is very useful. We use it to ask permission or to talk about ability. For example, kann ich mit Karte zahlen? Now pay attention to the structure. The main verb goes to the end. More examples. Ich kann Deutsch sprechen. Können Sie helfen? Wir können hier essen. Kann ich hier sitzen? Next, time expressions. Jetzt and später. Very simple, but very useful in daily conversation. Jetzt means now. Später means later. For example, jetzt oder später. Ich bezahle jetzt. Ich komme später. Wir essen später. Ich mache das später. Now, the verb sein, to be. We use it for description and condition. For example, alles ist frisch. Das Essen ist gut. Das Wasser ist kalt. Ich bin müde. Das Café ist schön.